Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns 3 Stoffe an, die im Longevity-Umfeld derzeit auffällig stark gehypt werden. Pterostilben, Fisetin und Glycin. Man liest von Zellschutz, Gedächtnisboost oder sogar einer möglichen Altersbremse. Maßgeblich ist jedoch nicht, was behauptet wird, sondern welche Humanbelege existieren tatsächlich, speziell bei gesunden Erwachsenen im Anti-Aging-Kontext. Wie ich Supplemente bewerte, habe ich bereits ausführlich in meinem Video zum Goldstandard der Anti-Aging-Analyse erklärt. Genau diesen Filter habe ich auch für die Polyphenole Pterostilben und Fisetin sowie die Aminosäure Glycin angewendet. Ich habe gezielt nach systematischen Reviews und Meta-Analysen bis Februar 2026 gesucht, die randomisierte, kontrollierte Humanstudien bündeln, und zwar zu Themen, die für Alterungsprozesse indirekt und direkt relevant sind. Also direkte Messgrößen der biologischen Alterung wie epigenetische Uhren, Telomerlänge oder Gebrechlichkeitsindizes. Klassische klinische Messwerte wie Blutdruck, Gefäßfunktion, Blutfette, Stoffwechsel, Entzündung oder oxidativer Stress. Sowie funktionelle Bereiche wie Hautalterung, Kognition, Schlaf, Stressbelastung, körperliche Leistungsfähigkeit oder muskuläre Regeneration. Was sagen die Ergebnisse nach diesem Filter? Sie sind ernüchternd. Für keine der 3 Substanzen existieren aussagekräftige Übersichtsarbeiten, die RCTs mit gesunden Erwachsenen zusammenfassen, um seriöse Anti-Aging-Aussagen treffen zu können. Das bedeutet nicht automatisch, dass es gar keine Forschung gäbe, sondern dass die vorhandenen Publikationen andere Fragen untersuchen und beantworten. Pterostilben wird vor allem in Zell- und Tierexperimenten untersucht und diskutiert, meist im Zusammenhang mit oxidativem Stress und bestimmten Signalwegen. Beim Menschen existieren nur wenige Interventionsstudien. Sie betreffen häufig Risikogruppen oder prüfen Mischpräparate statt isoliertes Pterostilben. Insgesamt ergibt sich daraus kein tragfähiges Gesamtbild, das für Menschen ohne Erkrankung verlässliche Aussagen über einen verjüngungsbezogenen Nutzen erlauben würde. Fisetin wird im Longevity-Bereich vor allem als senolytisch vermarktet, allerdings vor allem auf Basis von Zellkultur- und Tiermodellen zu alternden Zellen. In der Humanforschung zeigt sich dagegen ein deutlich dünneres und thematisch verstreutes Bild. Forschungsarbeiten, die altersnahe Messgrößen so zusammenführen, dass daraus eine verlässliche Gesamtbewertung möglich wird, liegen für gesunde Erwachsene bislang nicht vor, sodass die propagierten Effekte derzeit nicht seriös belegt sind. Glycin ist physiologisch gut erklärbar und wurde auch am Menschen untersucht, insbesondere in alltagsnahen Bereichen wie Schlaf oder subjektivem Wohlbefinden. Die vorhandenen Studien unterscheiden sich jedoch stark hinsichtlich Design, Zielgruppen, Dosierung und untersuchten Parametern. Aus dieser heterogenen Literatur lässt sich derzeit kein klarer Schluss ziehen, dass Glycin bei allgemein gesunden Personen messbare Verbesserungen von Alterungsmarkern oder altersrelevanten Funktionen bewirkt. Das eigentliche Paradoxon: Je stärker der Longevity-Hype, desto häufiger werden Wirkmechanismen aus Zell- und Tierstudien als Wirksamkeitsbeleg verkauft. Doch Zell- und Tiermodelle liefern Hypothesen, sie belegen nicht, dass sich Alterungsprozesse beim gesunden Menschen messbar verbessern. Genauso irreführend ist der zweite Kurzschluss. Therapiestudien an Vorerkrankten beantworten Therapiefragen, nicht die Frage nach altershemmenden Effekten bei gesunden Erwachsenen. Fazit: Pterostilben, Fisetin und Glycin sind wissenschaftlich interessante Stoffe. Als Longevity-Supplemente für gesunde Erwachsene bleibt ihr Nutzen jedoch bislang unbelegt. Deshalb ordne ich alle 3 Substanzen aktuell in meinem ABC-Schema in Kategorie A ein.
Fehlende belastbare Humanevidenz bei Gesunden im Anti-Aging. Wenn ich mir zusätzlich die aufgerufenen Online-Preise, besonders für Pterostilbene und Fisetin, anschaue, dann kann ich leider nur von einem Selbsttest mit diesen hochspekulativen Substanzen abraten. Was hingegen im Hinblick auf biologische Verjüngung und Langlebigkeit bereits gut belegt ist, zeigt dir die folgende Übersicht aus meinem Ratgeber. Wenn dir solche kompakten Reality-Checks gefallen, unterstütze gerne meinen Kanal und folge mir. Ich freue mich auf deine aktive Teilnahme. In diesem Sinne, let's get younger, not older. Mille grazie fürs entgegengebrachte Vertrauen und Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Mika Young.